Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Coding Talk, in der wir Ihnen aktuelle Inhalte und Informationen zu Themen präsentieren, die uns, den Markt und vor allem unsere Kunden bewegen. Heute mit dem Thema Lasern in der Kennzeichnungstechnik mit unserem Produktmanager Benedikt Berberich. Benedikt, herzlich willkommen. Florian, hallo. Benedikt, seit über 20 Jahren gehört das Thema Laserkennzeichnung in unser Produktportfolio und das Thema hat sich ja stetig weiterentwickelt von den Anfängen bis heute und da ist ein ganz schöner Schatz an Erfahrungen zusammengekommen und lass uns vielleicht am Anfang nostalgisch werden. Wie waren denn die Anfänge im Bereich der Laserkennzeichnung? Gerne. Also wir, die heutige König und Bauer Coding, ehemals Firma Medtronic, hat angefangen, um genau zu sein, 1996 mit dem ersten Kennzeichnungslaser. Die Medtronic war damals ein Hersteller von vor allem Tintensystemen wie dem Inkjet oder Thermotransfersystemen, Heißprägern etc. Und in den 80er Jahren kam es dann auf, neben klassischer Tintenkennzeichnung auch Laser für Kennzeichnung einzusetzen. Wir haben dann 1996 den ersten CO2-Laser auf den Markt gebracht und in den 2000ern dann die ersten Festkörperlaser, hier zuerst der Faserlaser und dann der Jagdlaser. Zu der Zeit war eines der Hauptthemen erstmal die Akzeptanz von dem Laser in der Produktionsumgebung. Die Leute waren die Tintendrucksysteme gewohnt und wir hatten auf einmal komplett neue Fragestellungen. Es ging dann um Laserschutzklassen, Einhausungen, brauche ich einen Laserschutzbeauftragten etc. Das waren alles Themen, die man natürlich neben dem reinen Produkt auch noch mitentwickeln musste, um eine kompetente Beratung zu liefern. Unsere Kunden kommen ja, um es mal grob zu sagen, aus zwei Bereichen. Das eine Bereich ist der Industrial-Bereich und der zweite ist der Bereich FMCG, Fast Moving Consumer Goods. Und hast du da einfach mal jeweils zwei Beispiele aus den jeweiligen Bereichen? Und vielleicht fangen wir mit dem Bereich Industrial an. Gerne. Also prinzipiell kann man sowohl im Industrial als auch im Packaging eine Unterscheidung treffen hinsichtlich, habe ich eine dekorative Kennzeichnung oder habe ich eher eine funktionale Kennzeichnung. Der absolute Klassiker ist da zum Beispiel im Packaging der Datum-Uhrzeit-Kennzeichnung. Und im Industrial-Bereich wäre es jetzt ein QR-Code oder ein Data-Matrix-Code, Barcode etc. für eine Produktauthentifizierung. Es kann auch eine Chargennummer sein, um eben dann bei Elektronikprodukten, Automotive-Produkten etc. in Produktionsschritten zu authentifizieren, was ist es für ein Produkt. Im dekorativen Bereich haben wir in der Industrial-Sparte auch. Das wären zum Beispiel Schalter, Armaturen etc., wo wir funktionell nicht ganz so im Vordergrund haben, sondern eher das Optische. Das bedeutet auf dem Schalter von der Sitzheizung in einem Auto zum Beispiel der Knopf, wo der Sitz mit den Heizelementen zu sehen ist. Das sind so die klassischen Anwendungsfälle eben im Industrial-Bereich. Das klingt ja wirklich spannend und abwechslungsreich. Lass uns jetzt zum Thema FMCG kommen. Hast du da Ähnliches zu berichten? Gerne. FMCG, bei uns Fast Moving Consumer Goods, da fällt alles rein, was man im Endeffekt im Supermarkt findet. Und das ist auch eins der klassischen Betätigungsfelder der König und Bauer Coding, wo wir mit einem Laser zum Beispiel Mindesthaltbarkeitsdatum aufbringen, Chargennummern und eben schauen, macht es Sinn mit einem Inkjet zu machen oder eben mit einem Laser, wo ich eventuell höhere Investitionskosten habe, aber dafür dann weniger Verbrauchsmittel, was absolut in die heutige Zeit passt, wenn es um Nachhaltigkeit geht, wenn es um Kosteneinsparungen über den Produktionslebenszyklus geht. Und das wäre ein Feld, eben Mindesthaltbarkeitsdatum. Ein zweites spannendes Feld ist auch im FMCG-Bereich die dekorative Kennzeichnung. Hier haben wir kürzlich ein interessantes Projekt umgesetzt auf Waffeln, wo ein großer Süßwarenhersteller mit uns zusammen eine Lösung erarbeitet hat, um kleine Gesichter auf Waffeln aufzubringen, die wir jetzt mit einem Laser realisieren.
Das sind wirklich tolle Projekte, die in der Vergangenheit umgesetzt wurden. Lass uns doch jetzt noch mal ein bisschen in die Gegenwart kommen. Was sind denn aktuelle Projekte und Themen, die unsere Kunden umtreiben? Also was ein Thema ist, das uns immer wieder beschäftigt, ist Geschwindigkeit, weil wir einfach versuchen, dem Kunden Lösungen zu liefern und auch weiter in seinen Prozess zu denken. So haben wir beispielsweise schon Projekte umgesetzt, wo wir direkt auf die Verpackung nach dem Druck, beim Falten, beim Kleben etc. einen QR-Code aufbringen. So spart sich der Kunde End of Line den Laser für eine QR-Bedruckung. Und hier ist es im Endeffekt die Herausforderung, die Geschwindigkeiten zu realisieren. Wir sprechen hier von ca. 350 Meter Bandgeschwindigkeit. Wir haben umgesetzt, dass wir 100 Millisekunden Kennzeichnungszeiten haben für einen 2D-Code, also Data Matrix oder QR-Code. Das hängt auch immer vom Material ab, vom Inhalt. Aber das sind so Themen, wo man einfach schauen kann ich im Prozess dem Kunden einen Mehrwert bieten, zum Beispiel durch enorm hohe Geschwindigkeiten und so an Prozessschritten die Kennzeichnung realisieren, an denen es früher vielleicht nicht möglich gewesen wäre. Dann lass uns doch noch einen Blick in die Zukunft werfen. Was sind die Trends? Wo geht die Reise hin im Bereich Laserkennzeichnung? Danke auch für die Frage. Das ist natürlich ein sehr spannendes Thema, mit dem wir uns permanent beschäftigen. Wir werden nach wie vor für sämtliche Anwendungsfälle Lösungen anbieten. Wir sehen uns ja als ganzheitlicher Lösungsanbieter. Es gibt aber auch hin und wieder Themen, wo aus einer Applikation eine Lösung entsteht, die man skalieren kann, die auch für andere interessant ist. Und eine solche Lösung würde ich jetzt gerne mal vorstellen. Hier geht es um das Laser-Etikett. Also es geht im Endeffekt darum, auf eine Sekundärverpackung direkt zu lasern, ohne vorher ein Etikett draufzubringen, einen lasersensitiven Lack aufzubringen etc. Wir haben das Ganze bei einem Kunden realisiert, das schaut so aus. Bedeutet, der Kunde druckt ein schwarzes Feld vor oder lässt es vordrucken von seinem Verpackungsdrucker und wir können dann mit unserem Laser in der Station, der fährt da wieder, so dass die Laserschutzklasse auch gewährleistet ist und dann bringen wir direkt auf die Wellpappe das Etikett auf. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil ich spare mir die Labelkosten, ich spare mir die Druckerkosten und ich habe gerade im Kontext Nachhaltigkeit und auch Kosteneinsparung über die Lebenszeit einfach einen richtigen Gamechanger, mit dem ich da vorangehen kann. Wir haben die Lösung bereits erfolgreich implementiert bei einem Kunden und sind jetzt aktuell bei weiteren dran, mit dem Verfahren in die Produktion reinzugehen. Benedikt, vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke in deinen Arbeitsbereich. Wenn jetzt einer unserer Zuschauer gemerkt hat, das ist ja genau mein Thema, hier könnte ich eine Lösung vielleicht für ein bestehendes Problem finden, wie geht er denn da jetzt weiter vor? Sollten Sie Themenstellungen haben, Fragen haben oder auch Interesse, Laser in der Praxis bei sich einzusetzen, können Sie mich jederzeit kontaktieren. Aber natürlich auch unser komplettes Vertriebsteam, die da immer tatkräftig unterstützen und auch kompetente Ansprechpartner sind. Benedikt, dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Danke, dass ich da sein durfte.